Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Mittwoch, der 3. August 2022, 17:43 Uhr und ja, die Hälfte der Woche haben wir hinter uns. Bergfest, Leute. Und ja, ich sagte zwar im letzten Video, dass ich früher anfangen wollte mit den Videos, aber ja, da wusste ich ja auch nicht, dass es schon wieder 30 Grad wird. Und das ging vorher einfach nicht. Das kann man ja nicht tun. So, wir sind zurück in Reverschall und haben gerade mit Efrat gesprochen. Stehen vor seinem Büro. Und jetzt mal gucken, was können wir denn jetzt machen. Ja, da können wir ja erst am Mittwoch hin für die Unterschriften. Genau, wir können jetzt gucken. Wir gehen jetzt zurück zu Titus. Und dann wollen wir mal gucken, ob Efrat wirklich mit dem gesprochen hat und uns unsere Autorität besorgt hat. So, hier lang. Jetzt bei der Hunde. Ja. Unser Kollege ist ja, bringt ja die Leiche weg, der ist ja unterwegs, unser Herr Kitsuragi. Und er kommt morgen wieder, um 6:30, 7:30. Und bin mal gespannt, was der dann zu berichten hat. Das heißt, in der Zeit sind wir alleine. Wir könnten natürlich uns dann auch um andere Sachen kümmern, aber großartig viel ist da ja auch jetzt nicht. Würde ich sagen, gucken wir mal, was es bringt, wenn wir mit dem Titus jetzt schnacken. Weil jetzt ein bisschen kooperativer ist. Das war ja schon nicht schlecht. Haben wir jetzt ja auch dieser Streckbrecher von Alphonse, kann ich jetzt Right to work! Right to work! Shame on you! Ne, kann er nicht. Ich hätte ja gedacht, dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen was über ihn erfahren haben, dass er wahrscheinlich von White Pines, oder angeblich, wenn man den Efrat glaubt, von White Pines angeworben wurde, um da ein bisschen für Unruhe zu sorgen als Streckbrecher. Denn die wollen ja offensichtlich arbeiten. So, das Geld für den für die nächste Übernachtung haben wir auch locker, für die nächsten 2 Nächte sogar. So, die sind immer noch da. So, da bin ich ja mal gespannt. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Zeit scheint nicht besonders glücklich zu sein, mich zu sehen. Ja, nee, ich habe mich mit Efrat unterhalten. Er hat mir zugesichert, dass sie kooperieren werden. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it, lawman? Ja, wenn es anders nicht geht. And what's gonna happen if we don't? You gonna go and tell on us? Der erwachsene Leute, Efrat hat sie benachrichtigt, oder? Warum reizen sie mich nicht noch mehr und finden sie es heraus? Trottel. Ja, das ist bestimmt der richtige Weg. Dann ändere ich da auch am Baum. Ich will nie irgendwen verpetzen. Der erwachsene Leute. Efrat hat sie benachrichtigt. Yeah, I heard him. Now fuck do you think I'm doing here? You'd have your ass handed to you if it wasn't for the boss man's word. Sag ich ja. Let me state this very clearly, capo.
Hello, officer. I'm Titus Hardy, and these are my boys. Hardy boys. How may we assist you? Geht doch. But having Everard back you up like that did seem to have some effect. Ich will mich nochmal über den Lynchmord unterhalten. Again. Just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Good one, Titus. Wer hat in der fraglichen Nacht das Sagen? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy Boy without arresting all Hardy Boys. Do you think you could do that? Nee. Do you think you could arrest them all? Als sie den Kopf zur Seite neigt, huscht ihr ein Hauch eines Schmunzelns über die Lippen. A trick question. Don't let her lead the conversation. Ich bin nämlich an Elizabeth. Das muss ich nicht. Einer von ihnen trägt die größere Schuld als die anderen. Ja, ich richte mich an Titus. Nein, aber ernsthaft jetzt, wer hat dir das sagen? Who do you fucking think does? Gleich zum Hafen. Aber Claire leitet die Gewerkschaft gegenüber, müssen die Rechenschaft ablegen. Stimmt's? You keep him the fuck out of this. We have autonomy. It's all on us. Everard runs the union. I run the Hardy Boys. When the shit starts spinning, it will not land on Mr. Clare. That's the deal here. The fixer will ignore the notion completely, focusing on Titus's culpability. Okay. When Titus Hardy says he runs the Hardy Boys, he means that in an administrative capacity. On that night, everyone acted as one man. Sehr schön, Frauenwelt. Ja, bringt dir nichts. About fucking time. Ah, okay. Ah, super. Ja, das hat's jetzt ja irre gemacht. Scheiße. Dem kann ich nicht reden. Was mache ich denn jetzt? Und schlafen ist noch zu früh. So, die Bohlkugel habe ich erledigt. Geld habe ich zusammen. Ja, kannst du hier mal auf die Bank sitzen. Kim ist ja nicht da. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. Drehdäumchen. Ich warte 15 Minuten. Ich starre in den Himmel. Ich warte 30 Minuten. Senke in Gedanken. Warte nicht. Starre in den Himmel. Aha. Time passes. Super. Darkness ahead. You don't even know what you are waiting for anymore. Ich stehe auf. Ja. Super, Leute. Jetzt wäre irre gebracht. Ja, dann kann ich eigentlich Feierabend machen. Wa? Hier noch nicht? Ach, da war die Treppe. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwer zu sehen. Mit den Schenkel einer Seite eines Mädchen hat jemand Le Eugene de la Disco gekritzelt. Achso, ja, das ist ja der Pornshop. Hier ist die kaputte Dingebumsen. Ja. Die müssen wir nur warten. Morge. Ja, und ansonsten habe ich ja soweit. Da muss ich auch am nächsten Tag.
Was brauche ich noch? Da komme ich hier nie rein. Ach, da kann ich auch noch hin. Genau. Aber da sollte ich besser mit meinem Kollegen hin, denke ich. Oder? Ja, ist ja besser. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Aber das wäre wirklich noch eine Idee. Das könnte man noch machen. Das sind ja noch 2 Stunden. Ja, dann mache ich für heute Schicht für dich. Ihr bringt ja nichts, da jetzt irgendwie rumzueiern die ganze Zeit. So. Und am nächsten Tag können wir nämlich auf jeden Fall die Seriennummer überprüfen. Seriennummer überprüfen. Dann können wir über die Brücke, die Schleuse. Can I help you? Wegen meiner Rechnung für heute Nacht. Got the 20 real? Yep. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Soll ich da so hochgehen? Geht ja nicht. Ja, ist halt früh, aber was soll ich machen? Ja, die ist ja nicht da. Dann macht die jetzt vielleicht auf? Jetzt bin ich ja alleine. The door is closed. Still nothing. Och man. So, dann mal rein da. Ab ins Bett. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. But it's yours. You've earned it. Hab ich nicht? Oh, ich kann tatsächlich jetzt ab 9. Oh Mann. Habe ich denn interaktives? Quatsch. Interaktiv. Weiß am Stück. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Lese eine Verlagte. It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Which one do you want? Das Wandbild der nächsten Welt. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. Cause of failure, rent too high. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing
And that fucking thing, it's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Moment mal, finde ich jemand heraus, wer sich das rausgedacht hat? The case files do not show you finding the author of the design. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. Okay. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Das war ein Bild entfernen, das ist falsch, das war A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority, and that love truly is possible in the next world for new people, and it is too late for us. Jetzt bleibt nur noch Verwüstung über die Mittelschicht zu bringen. Die Mittelschicht ist nicht schuld, das ist die menschliche Natur. Nicht gut, aber können wir nicht stattdessen andere Nationen verwüsten? Ich muss wohl für eine Entfernung gestimmt und möglicherweise sogar Lobbyarbeit dafür betrieben haben. Ich glaube nämlich kein bisschen an diesem Müll. Nö. Also so habe ich, Punkt 1, so habe ich ganz früher vielleicht mal gedacht. Aber da ging das auch eher nicht gegen die Mittelschicht, sondern gegen die Oberschicht. Gegen halt das Kapital. Aber es ist egal, ob links, rechts. Es gibt immer Leute, die irgendwo gegen sind. Halt einfach. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Der unlösbare Fall. AKA Leslie and Burke. AKA the public indecency drunk and the property damage drunk is a cursed case. It has been passed from unsuspecting officer to unsuspecting officer for 10 years. On January 29, the unsolvable case made its way to you. Why you accepted it, it is unclear. Every officer, and indeed most civilians in Jamrock, know it's unsolvable. Okay. Dann war ich früher vielleicht mal ehrgeizig. You were so drunk, you didn't remember what it was when you signed on. That, or you were high. Leslie will always take his pants off when he's drunk. Burke will always trash everything. It's just what they do. It is their nature. You cannot change the nature of a man. And you can't lock them away because public indecency and small-scale property damage are not punishable by incarceration. The only way for Leslie to stop flashing his genitals to bypassers and for Burke to stop dismantling signage and rear-view mirrors would be for them to stop drinking alcohol, which, in their 40s or 50s, it's hard to tell because of their distorted features, is a medical improbability on par with you ceasing to produce the expression. Können wir sie nicht einfach von den Straßen fernhalten? Ja, aber immer nur phasenweise den Leuten Hausarrest geben halt. Gerichtlichen Hausarrest. You would think that,
But you're wrong. Where's the fun in exposing your genitals or breaking stuff in your own home? No, Leslie and Burke are on the corner of Main Street and Perdition, because that's where the action is. Can you keep yourself off the streets? Ne, warum? Threatening, fines, dragging them to the station, locking them up in the hellholes they live in, locking them up in the station, hypnotherapy, even trying to get the local gang of Zemyaki to take them out. The Zemyaki gave them ethanol, so Burke and Leslie would expose and rampage even harder. You tried it all, and still the complaints wouldn't stop, as they hadn't stopped for 10 years. It's plain to see from the files that you, Satellite Officer JV, and Special Consultant TH, had more important cases to attend to. You uncover cross-reference to several ongoing investigations, each brought to a standstill every time you drive down Main Street. Because there they are, on the corner of Perdition. And what is Leslie doing? Öffentliche Unsittlichkeit. Good, you're learning. If the files are to be trusted, that's all there is to it. That and Burke breaking things, and the fact that they're both drunk. But then again, so are you. The case becomes considerably less comic one day, when Burke takes a swing at your ledger. Ja, wow, ich bin jetzt aber schon seit 2 Tagen. Also das ist jetzt der zweite Tag, an dem ich schon quasi so ziemlich ohne Alkohol bin. He must have it confused with the property he likes to damage. But the joke's on him. You're drunk out of your mind on potent Pilsner. You slam the hardened plastic board in his face. Then you proceed to beat him unconscious with it. Okay. Scheiße. In the process, the ledger sustains damage. The compartment within, reserved for permeable documents, is jammed shut. You stop your assault on the now unconscious Burke to open it, but are unable to do so. The officer began to cry, reports Leslie, who, at this point, is tending to Burke. He came at us, and at us. I think he was trying to kill Burko. While trying to kill Burko, you slowly come around. The permeables compartment is open. You've smashed it open on poor Burko's kneecaps. The good news is, Burke can't walk anymore. Okay. Can't get out of his apartment, an invalid. With Burke to tend to, Leslie cuts back on the indecent exposure. Maybe he flashes his genitals to Burke, who knows, but both drunks are off the street. The complaint stops. The unsolvable case is solved. Siehst du. Which is also why the officer responsible narrowly escapes a disciplinary hearing. The end. Do you want to read another one? Nee. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. So. Nee. Sind doch noch 10 Minuten. Ich jetzt mitkam. Ja. Noch ein anderes Buch? Ich habe noch ein anderes Buch. Hier ist ja gerade ein bisschen blöd. Aber ich will jetzt halt auch nichts Neues mehr anfangen, großartig. Also halt irgendwie draußen spazieren gehen oder irgendwas. The face of King Freecell smiles at you. For some reason, the smile now strikes you as more forced than it did before. Ich möchte mehr über die internationale Entwicklung erfahren. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Bücheraufstände? Whoa, whoa, whoa.
Bear wrestling. Flip back to that. Na gut, mal sehen, was es mit dem Bärenringen auf sich. It seems to be part of a new public fitness initiative in the People's Republic of Samara, SRV, devised and promoted by none other than President Kaczynski himself. According to this extremely credulous account, Uncle Sport, as he's affectionately known to his people, has recently decreed bear wrestling the national sport of the SRV. Of course not. The article makes plain that this is man on bear, or in some cases, woman on bear competition. 2 competitors, 1 ring, 5 rounds, or until incapacitation. According to the SRV's Ministry of Information, the program has been a tremendous success. Public support stands at 87%, and youth obesity and alcoholism rates are down 12% and 7% respectively. Yeah. This is the SRV we're talking about. If you think those are the real numbers, there's probably a guy who wants to sell you a bridge in La Shirt. Nicht so schwer mit einem Bären zu ringen, wenn man nicht fit ist. Eigentlich so schwer mit einem Bär zu ringen, wenn man betrunken ist. Ich weiß nicht, ob ich diesen Zahlen traue. Ah. What are you? A statistician? Did the moral intern send you on a fact-finding mission? This is the SRV party line, comrade. Ja. Immer eine gute Idee, sich über Außenpolitik zu informieren. Ich blättere zurück zum Inhaltsverzeichnis. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ich lege aber jetzt die Zeit aufsteigen. So, weil wir haben es jetzt 21:08 Uhr. Das heißt, wir können ins Bett. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil ich weiß ja nicht, ob wieder jetzt ein ewig langer Traum kommt. Und ja, dann ist das Video wieder ein bisschen kürzer, obwohl wir haben eine halbe Stunde fast. Ja. Ja, ist jetzt nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen Zeit totgeschlagen. Tut mir leid. Aber ohne Kim will ich halt auch einiges nicht machen, weil ich nicht weiß, was passiert und ob das vielleicht besser ist, einen Partner dabei zu haben. Vor allen Dingen, weil ich auch keine Waffe habe. Und ja. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.